Kapitel 1 – Alarm und Verrat. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Das kleine bunte Tablet, das Sie gerade in der Hand halten, oder der Test, den Ihr Arzt als reine Routine bezeichnet. Was, wenn diese Dinge Ihr Leben nicht schützen, sondern Sie langsam zu Tode bringen? Es ist 6 Uhr morgens. Sie nehmen Ihre Blutdruckmedikamente, Ihren Magenschutz oder Ihre Cholesterinpillen ein. Nächste Woche haben Sie einen Termin für eine Routine-Darmspiegelung oder eine Kataraktoperation. Sie fühlen sich sicher, denn Ihr Arzt hat Ihnen gesagt, dass dies lebenswichtig ist. Aber hier liegt die schockierende Wahrheit. Nach dem 70. Lebensjahr verwandeln sich Routinetests und Medikamente, die für junge Menschen sicher sind, in ein chemisches Schlachtfeld, das zu irreversiblen Schäden in ihrem Körper führen kann. Eine interne Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass 23% der medizinisch bedingten Todesfälle bei älteren Menschen in direktem Zusammenhang mit 4 solcher Routineuntersuchungen stehen. Das sind mehr als 40.000 vermeidbare Todesfälle pro Jahr. Warum informieren sich Kardiologen, Gastroenterologen und Anästhesisten nicht über diese Gefahren? Warum werden diese Risiken systematisch verschwiegen? Die Antwort lautet: Geld. Jeder Herzkatheter bringt 3.500 €, jede Koloskopie 800 €. Das ist ein System, das nicht die Gesundheit des Patienten, sondern den Profit der Klinik in den Mittelpunkt stellt. Sie sind kein Profitzentrum. Diese Erkenntnis kann Ihr Leben retten. Abonnieren Sie jetzt Senior Gesund TV und aktivieren Sie den Alarm. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft von mehr als 300.000 aufgeklärten Menschen, die echte Gesundheit über profitable Lügen stellen. Kapitel 2 – Die stille Veränderung Ihres Körpers. Der geheime Mechanismus. Nach dem 60. Lebensjahr verlangsamt sich jedes System Ihres Körpers. Das ist keine Schwäche, sondern Biologie. Aber das medizinische System ignoriert diese Tatsache. Ihr Körper ist wie ein altes Auto. Wenn Sie jung sind, können Sie noch abrupt bremsen, Medikamente absetzen. Aber mit zunehmendem Alter werden Ihre Nieren und Ihre Leber langsamer. Ihr Stoffwechsel schleppt sich dahin wie eine Schnecke. Erstens, verstopftes Abflusssystem. Wenn Sie Medikamente einnehmen, verbleiben die Abfallstoffe länger in Ihrem System. Stellen Sie sich Ihren Körper wie eine alte Badewanne mit verstopftem Abfluss vor. Die Medikamente sammeln sich an, reichern sich an und werden zu Gift. Eine Dosis, die ein 40-Jähriger ohne Probleme verträgt, kann bei einem 75-Jährigen zu einer Vergiftung führen. Zweitens, brüchige Arterien. Ihre Arterien werden hart und brüchig. Wenn ein Katheter oder ein Kontrastmittel eingeführt wird, können sie wie verkalktes Rohrwerk reißen, Blutgerinnsel bilden oder Blutungen verursachen. Kapitel 3 – Die 4 tödlichen Rituale des medizinischen Systems. Hier sind 4 Routinetests, die Ihnen Ärzte als risikolos verkaufen, die jedoch für Menschen über 70 zu einer tödlichen Falle werden können. 1. Gefahr: routinemäßige Koloskopie. Verstecktes Risiko: Die dünne und empfindliche Darmwand kann durch das Endoskop leicht zerreißen. Dies ist lebensbedrohlich. Schockierende Statistik: Bei Patienten über 75 Jahren ist das Risiko einer Perforation, Darmdurchbruch, 31 Mal höher als bei Patienten unter 50 Jahren. Das bedeutet, dass fast 3 von 100 Patienten einen Darmdurchbruch erleiden. Komplikation: Eine Perforation führt zu einer Infektion und innerhalb weniger Stunden zu einer tödlichen Blutvergiftung. Fallbeispiel: Hildebart, 73, ging nur zu einer Kontrollkoloskopie. Sie erlitt eine Perforation und starb 3 Tage später. Alternative: Gehen Sie kein Risiko ein. Lassen Sie einen einfachen Stuhltest auf okkultes Blut durchführen. Nur wenn der Test positiv ausfällt, ist eine Koloskopie gerechtfertigt. 2. Gefahr: CT-Scans mit Kontrastmittel. Verborgenes Risiko: Ein CT-Scan setzt Sie einer Strahlenbelastung aus, die 100 normalen Röntgenaufnahmen entspricht. Dies wirkt wie ein Beschleuniger für das Wachstum von Krebszellen. Das eigentliche Gift ist jedoch das Kontrastmittel. Nierenschäden: Dieses Mittel ist für Nieren, die über 70 Jahre alt sind und nur noch mit halber Kapazität arbeiten, wie Gift. Es zerstört die Nierenzellen und kann zu akutem Nierenversagen führen. Schockierende Statistik:
Bei Patienten über 60 Jahren ist das Risiko einer durch Kontrastmittel verursachten Nierenschädigung um 52% höher als bei jungen Menschen. Jeder 7. Patient über 75 entwickelt eine Nierenschädigung. Fallbeispiel: Herr Schmidt, 68, ließ sich wegen leichter Bauchschmerzen einer CT-Untersuchung unterziehen. Seine Nieren versagten innerhalb von 24 Stunden und er ist nun lebenslang auf Dialyse angewiesen. Alternative: verlangen Sie nicht-invasive Tests, MRT oder Ultraschalluntersuchung ohne Kontrastmittel. 3. Gefahr: kleine Eingriffe unter Vollnarkose. Verborgenes Risiko: eine Vollnarkose bei kleinen Operationen, Zahnentfernung, Katarakt, Lipomentfernung, kann zu bleibenden Hirnschäden führen. Mechanismus: das alternde Hirn reagiert überempfindlich auf Narkosemittel. Die Narkose unterdrückt die Nervenkommunikation und führt zu einer sogenannten postoperativen kognitiven Dysfunktion, POCD. Schockierende Statistik: 20–40% der Patienten über 65 Jahren zeigen nach einer Narkose POCD-Symptome. Dies erhöht das Demenzrisiko ums Vierfache. Fallbeispiel: Margarete, 81, unterzog sich einer einfachen Hernienoperation. Die Operation war technisch erfolgreich, aber nach der Narkose erkannte sie ihre eigene Tochter nicht mehr. Einige Monate später wurde bei ihr Demenz diagnostiziert. Alternative: fordern Sie wo immer möglich eine lokale oder regionale Anästhesie. Ihr Gehirn bleibt wach, das Risiko entfällt. 4. Gefahr: routinemäßige Herzkatheterisierung. Verborgenes Risiko: das Einführen eines dünnen Drahts in eine Blutbahn kann Kalkablagerungen aus verkalkten und brüchigen Arterien losen. Komplikation: die abgelösten Plaques gelangen zum Gehirn und verursachen einen Schlaganfall. Schockierende Statistik: bei Patienten über 75 Jahren steigt das Schlaganfallrisiko während der Katheterisierung auf bis zu 4,7%. Insgesamt erleiden 8,3% der Patienten über 80 Jahren schwerwiegende Komplikationen. Fallbeispiel: Herr Weber, 65, unterzog sich einer Katheterisierung nur zu Vorsorgezwecken. Er erlitt einen kleinen Schlaganfall und blieb auf der linken Seite seines Körpers gelähmt. Alternative: verlangen Sie nicht-invasive Tests, Belastungs-EKG oder Stress-Echokardiographie. Diese Tests zeigen, wie Ihr Herz unter Belastung arbeitet, ohne Ihre Arterien zu schädigen. Kapitel 4: 3 stille chemische Attentäter. Gefahren durch Routinemedikamente. Betrachten wir nun die 3 häufigsten Chemikaliengruppen, die Ihnen aus Profitgründen verkauft werden und Ihre Gesundheit langsam zerstören. Erstens: Gedächtnisdiebe. Medikamente, Schlaf- und Angstmedikamente oder bestimmte Blasen- und Allergiemedikamente. Verborgenes Risiko: diese Medikamente blockieren Acetylcholin, den wichtigsten Botenstoff des Gehirns. Acetylcholin ist der Treibstoff für Gedächtnis, Lernen und Konzentration. Mechanismus: das alternde Gehirn kann diese Blockade nicht aufheben. Es kommt zu Gedächtnisverlust, Verwirrung und Halluzinationen. Schockierende Statistik: bei Menschen über 65, die Benzodiazepine einnehmen, ist das Alzheimer-Risiko um 51% höher. Bei Menschen, die Anticholinergika einnehmen, ist das Demenzrisiko um 54% höher. Fallbeispiel: Herr Zimmermann, 71, verlor aufgrund eines Blasendurchlassmittels 30% seines Gedächtnisses. Seine Familie vermutete Alzheimer. Zweitens: Cholesterinmedikamente und Schmerzmittel, Muskel- und Magenzerstörer. Lipitor, Atorvastatin. Sie blockieren nicht nur Cholesterin, sondern auch Coenzym Q10, die Energiequelle der Muskeln. 20% der über 65-jährigen Anwender leiden unter starken Muskelschmerzen. Bei über 75-Jährigen ist der Nutzen von Statinen minimal, sie erhöhen jedoch das Diabetesrisiko um 30%. Ibuprofen, Naproxen. Diese rezeptfreien Medikamente gehören zu den tödlichsten Gefahren. Bei Menschen über 60 erhöhen sie das Risiko für Magen- und Darmblutungen um das Dreifache. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 2000 ältere Menschen an diesen Blutungen. Außerdem verursachen sie durch die Einschränkung der Durchblutung der Nieren chronisches Nierenversagen. Drittens: Protonenpumpenhemmer,
PPI, Magenschutzmittel. Knochenzerstörer. Medikamente Omeprazol, Pantoprazol. Verstecktes Risiko: Diese Medikamente beseitigen fast vollständig die Magensäure. Ohne Säure kann der Körper wichtige Mineralien wie Calcium, Magnesium und Vitamin B12 nicht aufnehmen. Ihre Knochen werden porös wie ein Schwamm. Schockierende Statistik: Bei Langzeitanwendern von PPI ist das Risiko einer Hüftfraktur um 44% erhöht. Nach einem Jahr regelmäßiger Einnahme steigt das Risiko um 44%. Fallbeispiel: Frau Wagner, 68, nahm 10 Jahre lang Omeprazol ein. Durch einen einfachen Sturz brach sie sich die Hüfte und die Wirbelsäule. Ihre Knochendichte entsprach der einer 90-Jährigen. Kapitel 5: Systematische Verschwörung und Verheimlichung von Fakten. Warum werden Ihnen diese Fakten von Ärzten nicht mitgeteilt? Das ist keine einfache Vergesslichkeit, sondern systematische Vernachlässigung und Manipulation. 1. Absichtlich unverständliche Formulare. Die von Ihnen unterzeichneten Informationsformulare sind bewusst kompliziert, in kleiner Schrift und voller medizinischer Fachbegriffe. Das Ziel ist, dass Sie sie ohne Fragen zu stellen unterschreiben. Beispielsweise erwähnen Koloskopieformulare nicht das 23-fach erhöhte Perforationsrisiko für Patienten über 75 Jahre. 2. Finanzieller Interessenkonflikt. Viele Ärzte und Kliniken werden von der Pharmaindustrie und Herstellern medizinischer Geräte finanziert, beispielsweise durch Kontrastmittel und Anästhesiegeräte. Selbst Chefärzte stehen unter dem Druck, profitable Tests durchzuführen. 3. Leitlinienfehler. Medizinische Leitlinien werden in der Regel für Patienten im Alter von 30 bis 40 Jahren entwickelt, gelten aber auch für 80-Jährige. 4. Manipulation durch Angst. Patienten werden eingeschüchtert, damit sie gehorsam bleiben. Wenn sie diesen Test nicht machen lassen, könnte es zu spät sein, wird ihnen gesagt. Dabei schadet es in stabilen Fällen nicht, abzuwarten. Kapitel 6: Die Kontrolle zurückgewinnen. 4 natürliche Heilmittel, die Sie brauchen. Es reicht nicht aus, Gefahren zu vermeiden. Sie müssen Ihren Körper von innen heraus unterstützen. Hier sind 4 wissenschaftlich erprobte natürliche Heilmittel, die wirksamer sind als Medikamente. Erstens: Rote Betesaft und Hibiskustee. Wirkung: Rote Beete enthält natürliche Nitrate, die im Körper zu Stickstoffmonoxid umgewandelt werden. Dieses Molekül entspannt und erweitert Ihre Blutgefäße, ähnlich wie ein Wasserhahn. Beweis: Täglicher Verzehr von Rote Betesaft senkt den systolischen Blutdruck innerhalb von 4 Wochen um durchschnittlich 11 Punkte. Dies ist eine Wirkung, die mit vielen Blutdruckmedikamenten vergleichbar ist, jedoch ohne das Risiko von Nierenschäden oder Stürzen. Hibiskustee. 3 Tassen Hibiskustee pro Tag können den Blutdruck um bis zu 7 Punkte senken, dank der enthaltenen Anthocyane. Außerdem schützt er die Nieren und stärkt die Gefäßwände mit Vitamin C. Zweitens: Zwiebeln und Knoblauch, Cholesterin- und Arterienreiniger. Wirkung: Zwiebeln sind reich an Quercetin, einem starken Flavonoid, das die Arterienwände vor Plaque schützt. Knoblauch enthält Allicin. Wirkungsweise: Es verhindert die Oxidation von schlechtem Cholesterin. Oxidiertes Cholesterin ist die Grundlage für Plaques, die an den Arterienwänden haften bleiben. Allicin erweitert die Blutgefäße und erhöht so den Blutfluss. Beweis: Durch regelmäßigen Verzehr von Zwiebeln und Aufguss bzw. Abkochung kann der Cholesterinspiegel um bis zu 60% gesenkt werden. Aber Achtung, Zwiebelaufguss ist nur 48 Stunden haltbar. Viertens: Omega-3 und B12. Stärken für Gehirn und Herz. Quellen: Sardellen, Sardinen, Wildlachs, Makrele. Meiden Sie große, langlebige Fische, Thunfisch, Hai, Zuchtlachs, da diese voller Quecksilber, PCB und Antibiotika sind. Kleine, kurzlebige Fische reichern fast keine Schwermetalle an. 100 Gramm Sardellen enthalten mehr als 2 Gramm EPA und DHA. Dies kehrt die durch Statine verursachte Entzündung und den Muskelabbau um. Gehirngesundheit. Omega-3 macht 40% des Gehirnfetts aus. B12 ist für das Gedächtnis unerlässlich. Da Magenschutzmittel die Aufnahme von B12 hemmen,
sollten Sie Ihren B12-Spiegel mit natürlichen Quellen wie Sardinen und Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen. 4. Gedächtnis- und Stoffwechselbeschleuniger. Fasten. Das Nobelpreis-gezeichnete Geheimnis des ältesten Arztes Japans. Beenden Sie den Fehler, zu früh zu frühstücken. Verlängern Sie die Pause zwischen dem Abendessen und der nächsten Mahlzeit auf 12 bis 16 Stunden. Zum Beispiel essen Sie um 17 Uhr zu Abend und frühstücken Sie am nächsten Tag um 11 Uhr. Dies ist der wichtigste Schlüssel zur Regeneration und Verjüngung des Körpers. Autophagie. Sitzende Übungen. Für Menschen, die Schwierigkeiten beim Laufen haben, sind Wadenpumpen die einfachste Lösung. Indem Sie Ihre Wadenmuskeln trainieren, pumpen Sie aktiv das Blut zurück zum Herzen. Dies entlastet Ihr Herz und beugt Schwellungen vor. Kapitel 7. Werden Sie der Chef Ihres Lebens. Jetzt kennen Sie die Wahrheit. Unwissenheit ist keine Option. Sie sind kein Versuchskaninchen und schon gar kein Profitcenter. Wichtiger Hinweis zur Einnahme von Medikamenten: Setzen Sie Ihre lebenswichtigen Medikamente niemals plötzlich ab. Dies kann zu einem gefährlichen Anstieg Ihres Blutdrucks oder zu Krisen führen. Die Absetzung von Medikamenten sollte unter ärztlicher Aufsicht schrittweise und langsam erfolgen. 5 wichtige Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen sollten. 1. Ist dieser Test, dieses Medikament in meinem Alter 70+, wirklich notwendig oder nur Routine? Wenn die Antwort Routine lautet, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, dies abzulehnen. 2. Welche risikofreien, nicht-invasiven oder natürlichen Alternativen gibt es dafür? Verlangen Sie Ultraschall, Stuhltest, Lokalanästhesie und so weiter. 3. Wie hoch ist das spezifische Komplikationsrisiko dieses Verfahrens für jemanden in meinem Alter? Verlangen Sie keine allgemeinen, sondern spezifische Zahlen, zum Beispiel 4,7% Schlaganfallrisiko. 4. Was passiert, wenn ich diesen Test nicht mache? Können wir warten? Gewinnen Sie Zeit, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt. 5. Würden Sie diesen Test, dieses Medikament auch Ihren eigenen Eltern empfehlen? Diese Frage spricht die menschliche Seite des Arztes an. Aktionsplan. Erstellen Sie eine Medikamentenliste. Schreiben Sie alle verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamente auf. Informieren Sie sich über Nebenwirkungen und Altersrisiken. Nehmen Sie jemanden mit. Gehen Sie zu wichtigen Arztterminen immer mit einer Vertrauensperson. Fangen Sie sofort an. Wählen Sie eine natürliche Alternative, rote Betesaft, Hibiskus-Tee, Sardellen, und integrieren Sie diese in Ihren Alltag. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, klicken Sie jetzt auf Gefällt mir. Teilen Sie dieses Video unbedingt mit einem geliebten Menschen, der regelmäßig Medikamente einnimmt und Angst vor Arztbesuchen hat. Das kann buchstäblich Leben retten. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welches gefährliche Medikament werden Sie als erstes hinterfragen und welche natürliche Lösung werden Sie ausprobieren. Denken Sie daran, Ihre Gesundheit ist Ihre Entscheidung. Es ist nicht wichtig zu leben, sondern gesund zu leben. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihren Körper.